Willkommen zum Skype Showdown am Video-Football-Blog auf GRHeute mit dem Coach Robin Haas. Coach Robin, du bist heute wahrscheinlich da mit einem lachenden und mit einem weinenden Auge, oder? Das ist ja, kann man so sagen, Samstag gewonnen mit dem First Team. Sehr stolz drauf. Sonntag verloren mit den Junioren, leider. Langes Footballwochenende gewesen. Sehr viel eigentlich vom Freitagabend bis zum Sonntag alles nur am Football machen gewesen. Die ganze Woche schon. Langes Wochenende gewesen, wie du gerade angesprochen hast, mit einem Lachen und einem Weinen. Ich glaube, wir kommen zu diesen zwei Spielen jetzt dann gerade, aber ja, es ist so. Ja, und eben mit dem Juniorspiel auch. Ihr seid Meister, sind mit einer jungen Mannschaft dieses Jahr rein, haben Verletzungspech gehabt. Ihr verlieren ganz knapp in Bern. Wie stolz bist du auf deine Jungs? Natürlich sehr stolz. Es sind uns sehr wenig. Wir haben 13 Abgänge gehabt, aber das haben uns sehr wenig zugetraut, dass wir so weit kommen. Das heisst, wir streiten mit Calanda um den 3., 4. Platz oder 4., 5. sogar. Jetzt sind wir mit einem 8-2-Record in das Semifinale rein. Und 12-7 verloren. Und ich bin, wie man weiss, ich bin nicht der Coach, der Excuses sucht. Ich hasse, wenn man Excuses macht und werde ich auch keine machen. Wir haben klar verloren. Also nicht klar, aber wir haben verloren. Gratuliere Bern recht herzlich zum Finaleinzug. Und ja, wie du auch angesprochen hast, sind wir sehr jung. Wir haben dieses Jahr nur 4 Abgänge und es kommen alle zurück, plus neu. Also wir werden sehr stark sein nächstes Jahr. Ja, da habe ich auch keinen Zweifel dran. Bern trifft im Finale auf Winterthur, wo kein Problem hat mit den Broncos und sie hoch geschlagen hat. Für euch in Basel natürlich das Highlight am Tag vorher am Samstagabend. Basel Gladiators in einem weiteren Hitchcock-Spiel im Halbfinal gegen Bern. 14-7 Sieg. Erzähl mal ein bisschen von dem Spiel. Wir sind hinten drin am Anfang. Also wir sind nicht ganz in Gang gekommen am Anfang. Vor allem im ersten Quarter. Bern ist in die Führung gegangen. Sie haben auch einen Mix gemacht, probiert zwischen der Pass- und Laufspiel und sind den amerikanischen Quarterback wieder gehabt. Der hat ein paar Bälle angebracht und wir haben dann ein bisschen adjusten. Vor allem in der Halbzeit sind wir, nachdem wir nicht viel First Downs gemacht haben in der ersten Halbzeit, haben wir dann in der Halbzeit auch müssen adjusten. Machen wir eine Woche vorne gegen Genf, sind wir dann in der zweiten Halbzeit besser in Gang gekommen. Und ja, schlussendlich haben wir dann mit 14-7 gewonnen. Letzter Drive hat Bern den Ball wieder gehabt und haben auch einen Turnover gemacht. Genau eigentlich wie gegen Genf, das war ein bisschen Spiegelreflection gewesen, aber sehr spannend und ja, man muss aber auch sagen, die beiden wichtigen Siege, ihr kommt voll auf das Finale eigentlich das Momentum zurück mit dem Sieg gegen Genf und jetzt gegen Bern. Auch eure Defense. Man redet jetzt immer ein bisschen von eurer Offense, die ihr umgestellt habt. Eure Defense hebt Bern für 7 Punkte. Das war eine starke Leistung. Wenn man es so anschaut, ist es eine starke Leistung. Und ja, weil, wenn man denkt, wie sie sich mixen, wir haben ihre Laufspiel ziemlich im Griff. Am Anfang überhaupt nicht im First Half. Sind sie ziemlich durch die Mitte durch. Und wir haben dann nachher müssen adjusten, haben dann auch. Haben den Dance mehr reingebracht, plus haben dann die Linebackers auch noch reingebracht, zum reinbringen. Aber wie du sagst, hast du eigentlich recht, ja. Die Defense ist eigentlich wirklich, es hat Step It Up gemacht, die letzten paar Spiele. Und wir müssen es auch, weil wir wissen, was jetzt auf die Zukunft für das Swiss-Bowl. Für den Defense ist die letzten paar Wochen wirklich gut gespielt, hast du recht, ja. Das wird sicher ein Matchup sein, wo wir mit Spannung anschauen. Die Broncos gewinnen im zweiten Halbfinale gegen die Winterthur Warriors klar mit 49-15, bereits 35-0 nach einem Doppelschlag kurz vor der Pause. Das zur Halbzeit ist der Match entschieden gewesen. Broncos Offense war die ganze Saison sehr stark gewesen. Eben wie der Matchup, den wir jetzt am Swiss-Bowl haben, ist wahrscheinlich sehr entscheidend, oder? Ein Matchup, das ist, da muss man nicht lange diskutieren, da weiß man, was es ist. Sie haben gute Laufattacken, sie haben 2-3 gute Runningbacks, plus haben sie einen Quarterback, der auch laufen kann. Dann haben sie Lukas, der Fehr und Sünderhauf als Receiver. Muss man zuerst mal decken. Und man sieht, Winterthur hat es probiert. Nachher hat die Broncos irgendwie Onside-Kicks gemacht und sind noch kurz vor Halbzeit nochmal hoch in Führung. Ja. Das ist, muss man dann schauen, wenn man das Matchup macht. Ja. Das zweite Duell, das zweite Key-Matchup, oder wenn man es so will, ist eben Basel Offense. Jetzt erzähl mal ein bisschen, was macht Basel Offense neu
dass sie so gefährlich macht und wie matcht das gegen Broncos Defense? Also wenn man den Matchup so anschauen will, ist der Mix nicht das eindimensional. Wir können verschiedene bringen. Wir haben mehrere Quarterbacks, wir haben schnelle Lauf-Quarterbacks, wir haben den einen, der passen dort, wir haben einen, der eher der Grinder ist, wie man sagt, wir haben den einen, der mit brutal Speed reinkommt, ein bisschen mixen tut man. Das ist nicht der einseitig nur immer das Gleiche, wie man halt sonst kennt. Und das haben wir müssen, weil wo der Quarterback gegangen ist, der andere, oder haben wir müssen etwas machen. Und das ist schon ein schwieriger Match, aber die Defense muss sich dann immer wieder drin, wer ist jetzt drin, wie spielen wir den, je nach Gameplan, wie man dann pro Quarterback spielt, oder? Weil man darf nicht beide Amerikaner drin, das weiß man. Daher haben wir einen Schweizer Quarterback und zwei Amerikaner, die aber nicht gleichzeitig drauf sind. Und dann tut man die immer wechseln und machen. Und Broncos werden da Gameplan suchen müssen, um zu schauen, was macht der Quarterback, wie spielt der, wie tun wir uns den einschätzen, oder? Und das ist etwas, wo Broncos natürlich auch noch nicht gesehen haben, die Saison, muss man sagen. Und wird interessant sein, um zu sehen, wie fest können sie noch frei spielen oder müssen sie zu viel denken bei dieser ganzen Geschichte. Das könnte ein Faktor sein, wo Basel helfen könnte in dem Spiel, oder? Ja, und vor allem ist es so, du kannst nicht nur auf den Lauf einstellen und dann alles rein. Wir haben noch einen Fink, für mich immer noch der beste Receiver in der Schweiz, zusammen mit noch zwei anderen. Den kannst du auch nicht einfach dort sein lassen. Den Fehler haben sie, ich will nicht zu viel verraten, aber ich meine, Broncos sind filmen, aber den Fehler haben andere Teams gemacht in den letzten 2 Wochen. Fink hat gegen auf 2 Touchdowns gemacht. Man ist gelaufen und plötzlich stopp, ist ein langer Pass gekommen. Weg ist. Man darf nur bei einem Spielzug ein bisschen schlafen und wenn man so Receivers hat, also wenn man schon von Key Matcher bringt, die Corners müssen ready sein. Die können nicht nur auf den Lauf schauen. Und wenn man auch mit einem schnellen Quarterback Outside laufen und machen, dann muss man, solange noch nicht über lange Spiel ist, kann er immer noch, was machst du jetzt, oder? Es ist, also ich habe den Gameplan ein bisschen gesehen jetzt für das Wochenende, das wird sehr gut, das wird nicht einfach für Broncos Defense und für uns in der Defense, wenn ich das mal zurückkomme, eben, du kannst genau das Gleiche auch nicht. Du kannst nicht auf den Lauf der Broncos sorgen, weil du hast da draußen einen Lütscher, einen Sündenhaufen und eine Fee. Ist genau das Gleiche. Du musst immer zuerst alles kontrollieren und die mag kontrollieren, meine ich, und erst dann kannst du aushelfen. Das ist eigentlich der Matchup, das ist der Key Matchup, ist, wer kriegt einen besseren Mix rein. Und das Spiel ist in der Ringstrasse sicher ein Vorteil für Broncos, eine Heimmacht. Swiss Bowl, du bist selber Swiss Bowl Champion zu Swiss Bowl MVP, ehemaliger. Erzähl mir mal ein bisschen, wie ist das so für Atmosphäre oder vom Feeling für den Spieler jetzt in das große Spiel zu gehen? Als erstes mal möchte ich sagen, dass im einzigen Swiss Bowl, wo es bis jetzt in Chur gegeben hat, in all diesen Jahren, in 1999 bin ich mit der zusammen natürlich dabei gewesen, sind 2300 Zuschauer hat es gehabt, 350 sogar, 2350 ist wirklich super lässig gewesen, mit grossen Helikopter, wo Ding gebracht hat, der Ball und alles, und man ist halt schon, man kann es nicht ganz ausblenden, und auch wenn man, Broncos sind jetzt 10. Jahr in Serie im Swiss Bowl, und für die all die Gesessenen ist es ein bisschen zur Gewohnheit geworden, jedes Jahr im Swiss Bowl, aber wenn man das Gefühl nicht mehr hat und die Nervosität nicht mehr hat vom Spiel, ist etwas nicht gut, dann ist man nicht richtig dabei. Swiss Bowl ist ein Finale wie in jeder anderen Sportart, man freut sich schon seit Wochen drauf, also wenn man weiß, dass man dabei ist, sie werden die Woche hart trainieren und während der Trainings bei uns werden wir auch nicht, aber wenn wir dann mit dem Bus an die Ringstrasse anfahren, aussteigen, wir sehen jetzt ist Swiss Bowl, das wird einem schon kommen, also die Butterflies nennen wir das, die können wir dann 100%ig. Und es ist schön wieder mal an der Ringstraße, wirklich. Und ich freue mich, dass ich auch dabei sein darf. Wie gesagt, letztes Mal 1999 bin ich auch dabei gewesen, jetzt bin ich wieder dabei. Es schließt sich so ein bisschen der Kreis. Ich hoffe nicht, dass es das letzte Mal ist, dass es in Chur ist und natürlich das letzte Mal, dass ich im Swiss Bowl bin. Aber wie du gesagt hast, es ist wirklich lässig, dass es Chur ist und dass es das Feeling da wird sein, das ganz sicher, ja. Ja, weil Broncos gegen Gladiators sicher ein Traum-Matchup, wenn man die Statistiken von den letzten 10 Jahren anschaut, sicher die beiden erfolgreichsten Teams in der Schweiz. Schauen wir doch noch auf ein paar andere Matches vom Wochenende. Auf Abstiegsspiel war Luzern, Nazi B-Champion, gewinnt gegen Lausanne. Lausanne ist damit abgestiegen aus der Nationalliga A, Luzern aufgestiegen. Logische
6. Teilnehmer in der Nationalliga, sage ich jetzt einmal. Ungerecht. Wir haben es in den letzten paar Mal schon angesprochen. Lausanne ist, wissen wir ja, das müssen wir wirklich nicht nochmal ansprechen, mit den Vorphase und alles. Hat gar kein Relegationsspiel sollen gehen, dürfen gehen, nach meiner Sicht. Aber die Rules, also die Regeln, sagen es halt anders aus. 6 wie es ist, Luzern hat gewonnen. Ich freue mich, dass Luzern Aufstieg ist. Ich darf nicht vergessen, sie haben vor 3 Jahren auch Mühe gehabt, aber sie haben sich steigert seit 3 Jahren. Vor 3 Jahren, wo sie in der Nazi waren, das letzte Mal. Ich freue mich drauf, weil dort, die haben auch Zuschauer, die haben auch ein gutes Programm, die haben gute Junioren, sehr gute Junioren. Coach haben sie auch. Ich freue mich darauf, dass sie aufgestiegen sind und los und unten ist. Ja, sicher ein Gewinn für die Nationalliga A, da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Schauen wir doch noch Nationalliga B, Nazi C-Spiel, St. Gallen, also Nazi C-Final. St. Gallen schlägt Geneva Whoppers mit 30-19, hat eine undefeated Season, steigt auf. Erstaunlich. Erstaunlich, ja. Die Coaching-Staff dort sind alte Seaside Vipers, Kollegen von uns, alte Calanda Broncos. Wir haben die nie gut gehabt mit der Seaside. Die haben noch die Coaching-Staff, die haben sehr gute Coaches. Und die haben eigentlich, wie gesagt, sind undefeated gewesen. Jetzt müssen die Junioren aufsteigen, dürfen sie noch nicht. Sie sind noch nicht so alt, St. Gallen Bears. Die gibt es erst seit kurzem, die machen eine super Sache. Ich meine, ich kenne dort ein paar, die dort dabei mitwirken. Die machen wirklich eine sehr gute Sache. Und in 2-3 Jahren werden in der ACB sein. Eben, die Regel ist halt, du musst Junior haben, das haben sie noch nicht in dieser kurzen Zeit. Aber gratuliere St. Gallen. Ja, hätte ich mir nie träumen lassen, dass ich das sage. Das wäre cool, wenn St. Gallen wieder ein Faktor werden würde im Schweizer Football. Das kann man sagen, solange sie noch in der Nazi C sind. Gehen wir doch auf das grosse Wochenende, grosse Finalwochenende. Wir fangen beim Sonntag an, im Juniorspiel. Ich weiss, dass du das Spiel tippst, natürlich du nicht gern. Bern gegen Winterthur. Du kennst beide Finalteams sehr gut. Wer wird Schweizer Juniormeister? Ich werde mir bei beiden Tipps das mal zurückziehen. Ich weiß, ich darf das nicht als Experte, aber im Finale darf man das glauben. Oder? Es wird ein sehr spannendes Spiel bei den Junioren. Es ist ausgeglichen sie haben beide einmal jeder geschlagen, das wissen wir. Im allerersten Spiel ist wahrscheinlich Bern noch nicht bereit gewesen, dann haben sie sehr hoch verloren. Es wird sehr spannend. Okay. Und Nazi A-Finale, hast du gesagt, ein Tippschnitt, logischerweise, du schaust an der Sideline von den Gladiators, aber ich habe es vorher schon im einleitenden Gespräch, das ist eigentlich noch cool, oder, dass wir die ganze Football-Saison über Football reden und jetzt spielen Calanda Broncos, wo ich natürlich Anhänger bin, gegen deine Basel Gladiators, wo du spielst, ist eigentlich das perfekte Ende von einer spektakulären Saison, oder? Das, ja, ich freue mich auch sehr drauf und ich meine, du schuldest mir noch Kohle, es sind irgendwie 5 Spiele, auf das freue ich mich auch. Ich hoffe, wir werden von Anfang an wirklich voll dabei sein und dass es wirklich ein spannendes Spiel wird. Das ist, wie gesagt, ich gebe keinen Tipp ab, aber ich bin sehr, sehr froh, dass ich dort mitkomme. Also dass mein Quarterback, mein Ex-Quarterback dort jetzt ein Faktor spielt, dass mal ein Schweizer Quarterback dabei ist. Auch wenn er nicht die ganze Zeit drin ist, aber wer hätte das gedacht, dass man das hat. Vor 3 Jahren haben wir das mit dem DRK mit umgekehrt, wo wir gewonnen haben, wo der DR gespielt hat, der Bits Quarterback. Es ist schön. Bern hat auch Schweizer Quarterback drin gehabt vor 2 Jahren. Also es ist wirklich gut und ich freue mich sehr, sehr auf den Swiss-Bowl. Und ich glaube, die werden auch etwas Gutes aufbauen, so wie der Vorstand kennen von den Broncos, wird da sicher ein bisschen etwas geben. Es gibt eine gute die Sängerin da, die Nationalhymne singt. Felix, die von Voice Kids, dann ist der Chur-Stadtpräsident Urs Marti, wird der Cointoss dabei sein, dann haben sie im Catering haben sich etwas ganz Spezielles eingefallen lassen, haben das outsourced, wo es spezielle Food geben wird. Es wird ein schöner Ringstrasse-Event, hoffen wir, dass das Wetter mitspielt. Coach Robin, danke dir vielmals. Ich wünsche dir, auch wenn ich für die Broncos bin, viel Glück. Samstag, dass alle da gesund durch das Spiel durchkommen, dass wir einen super Football-Day erleben und wir werden uns sicher am Samstag sehen und dann am Montagabend zum letzten Mal für Ende der Saison wieder mal hören. Ja, freue mich, wie gesagt, muss ich nochmal sagen, freue mich sehr auf den Samstag, zumal ja alle sehen und dann auch am Montagabend nochmal für das letzte Interview von diesem Jahr, aber es ist ja dann nicht das letzte, wir machen dann auf dem College, aber ja, ich freue mich auf jeden Fall sehr fest auf den Samstag und hoffe, ich sehe euch alle. Danke vielmals.